Es ist mittlerweile soweit, knapp einen Monat hat es gedauert, bis das ganze Zubehör, was ich mir bestellt habe, endlich bei mir zu Hause eingetroffen ist. Jetzt ist es soweit und jetzt kann ich euch auch daran teilhaben lassen, was ich mir an Zubehör bestellt habe. Packen wir jetzt gemeinsam aus und montieren es ebenfalls an der DJI Mini 3 Pro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Wer noch mehr Zubehör benötigt als das, was ich hier in diesem Video zeige, der guckt einfach mein fertig produziertes Video, denn ich habe schon eins gemacht, wo es 33 mal Zubehör für die DJI Mini 3 Pro gibt. Einfach mal reinschauen, wer noch mehr benötigt. Und wir spannen den Bogen jetzt nicht länger. Wir fangen jetzt an, die Dinge auszupacken und los geht's mit meiner Tasche für die DJI Mini 3 Pro. Wenn man sich hier die Tasche mal genau anschaut, sieht das so ein bisschen aus, wie als wenn die von Mercedes kommt. Das stimmt aber nicht. Das ist durch Zufall wahrscheinlich irgendwie drauf gewesen. Das Muster, also so beabsichtigt habe ich das jetzt nicht, dass hier sozusagen so ein kleiner Mercedes-Stern auf dieser Drohnentasche ist, die natürlich auch ein Rucksack ist. Denn die kannst du komplett hier dir auf den Rücken binden. Hier hast du nochmal so eine Scheckkartenhalterung drin oder irgendwas, wenn du mal Kabel reinpacken möchtest oder irgendwas anderes. Geht das an diesem Reißverschluss auch. Und es ist eigentlich relativ stabil, allerdings nur ein Gurt, also ein richtiger Rucksack ist es nicht, das ist mehr so ein Umhängerucksack, aber den kannst du dann, wie gesagt, dadurch, dass du hier unten noch den Karabiner auf beide Seiten legen kannst, kannst du dir sozusagen noch deine Rückenhälfte einstellen, die du haben möchtest. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe das Ding jetzt schon seit knapp 14 Tagen im Einsatz und bin eigentlich oberglücklich, denn es ist alles dabei, was man braucht. Erstens, wie gesagt, der Rucksack. Ich bin mehr so ein Typ, ich schwinge mir das gerne um, so Taschen von DJI im Combo-Pack, gab ja auch die DJI-Tasche dazu, aber das ist nicht so mein Ding und da alles so direkt reingequetscht und ach nee, das bringt nichts. Okay, wir öffnen mal den Zauberkoffer und gucken mal, was hier alles so reinpasst in meine Tasche. Und da seht ihr schon erstmal durch einen Gurt gesichert, dass hier sozusagen auch nicht gleich alles beim ersten Mal rausfällt. Dann machst du den Gurt auf und hast hier dann oben deine DJI Mini 3 Pro. Musst du aber unbedingt, also das ist ganz wichtig, wenn du DJI Mini 3 Pro hier reinpackst, brauchst du unbedingt solche Halterungen, kommen wir gleich nochmal zu diesen Propellerhalterungen, oder ihr nehmt einfach ein Kabelbinderband mit Klettverschluss, geht auch, aber hier rein und wieder raus machen, da bleiben dann doch die Propeller richtig doll hängen, hier gerade in diesen Fassungen und so weiter und so fort, da brauchst du schon so einen Propellerschutz. Also wie gesagt, die Drohne passt hier komplett rein. Dann habe ich hier meinen Controller, lass auch komplett hier die Controllerstifte oben drauf, also die Bedienpanels, weil das, wenn das zusammen ist und hier mit der Schutzfunktion alles super, also da kann meiner Meinung nach nichts abbrechen. Wer es abmachen möchte, kann es gerne tun, bei mir bleibt es drauf. Dann habe ich mir, wie gesagt, hier noch ein zusätzliches Akku nochmal extra gegönnt, also ich fliege mit 4 Akkus, 3 Akkus durch den DJI Akku-Pack aus dem Pro-Paket hier zu verstauen. Dann gibt es hier nochmal für Netzstecker, das ist, glaube ich, ist das der Originale, ja, aus der alten DJI Mini 2 nochmal, da gab es übrigens mal einen Netzstecker zu, ja, ganz besonders, jetzt ist das ja alles vergessen und Vergangenheit. Und dann hast du hier noch eine Möglichkeit, deine Filter, also ich habe hier sozusagen meine Filter mit drin und man kann das Fach natürlich auch noch anders nutzen, aber ansonsten ist es eigentlich relativ vernünftig und du hast auch eine Stabilität hier drin, also so ein Fall übersteht die Tasche definitiv, jetzt so aus einem Meter oder irgendwie, die robusten Dinge des Alltags. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, hier in diesem Fach Dinge zu verstauen. Da kommen wir auch noch gleich zu. Das ist der Tragegurt für den Controller. Den stelle ich euch ebenfalls gleich nochmal vor. Und dann hast du natürlich hier Kabel, habe ich hier doch drin und soweit. Achso, genau, hier komplett die Dinger von DJI, die Ersatzpropeller und andere Dinge. Kannst du hier ebenfalls nochmal reinmachen. Und dann hast du wirklich eine schöne, kompakte, entspannte Tasche. Und kannst glücklich sein. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, die ist wirklich nicht teuer. Sie liegt zwischen 29 und 30 Euro, je nachdem wie viel man kauft, ob sie verfügbar ist. Link ist hier in meiner Infobox in der Videobeschreibung, wer Lust, Zeit und Interesse hat, das Ding mal auszuprobieren. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Ob es jetzt nun ewig hält, das weiß ich nicht. Ich habe es seit 14 Tagen im Einsatz und bin eigentlich so mit der Robustheit und mit dem Ganzen, was die Tasche so bietet, für das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich sehr zufrieden. Und wie gesagt, fürs Fahrrad für mich ideal. Ich fahre sehr oft mit der Drohne mit dem Fahrrad, hänge mir dann einfach den Rucksack um, habe alles drin, was ich brauche und kann natürlich alles auch kompakt irgendwo auspacken und wiederum verstauen.
besser als die kleine Tasche von DJI, wo man wirklich alles reindrücken muss, damit alles reinpasst, und umhängen ist auch nicht so doll. Also wie gesagt, das ist mein Lieblingsrucksack, den ich mir bestellt habe. Mein erstes Gadget für die DJI Mini 3 Pro, und da kommt natürlich das zweite. Mein zweites Zubehör ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Es hat was mit Innenräumen und Propellern zu tun und natürlich auch damit zu tun, ich sage es gleich vorweg, bevor irgendjemand wieder hier in meine Kommentare schreibt, aber, die wiegt doch dann über 250 Gramm. Ja, die Drohne wiegt dann über 250 Gramm und es gelten andere gesetzliche Bestimmungen. Ich brauche es auf alle Fälle für Innenraumflüge. Man begleitet öfter mal in Industriehallen bestimmte Dinge, die man auch gerne mit der Drohne macht. Man macht auch teilweise Innenaufnahmen von Autos mit der Drohne in den Autohäusern. Und da macht sich natürlich dieser Propellerschutz ideal und super geltend, denn hier hast du die Möglichkeit, wirklich deine Propeller und die Drohne vor Stürzen zu sichern in engen Räumen. Wenn sie dann aneckt und wenn sie dann irgendwo hinfliegt, hast du immer noch irgendwie die Möglichkeit, das so ein bisschen auszugleichen. Also da rauscht nicht gleich der Propeller ran an die Wand, sondern erstmal der diesbezügliche Schutz. Was ich dazu sagen muss, ist natürlich, ihr müsst bei dieser Geschichte dann natürlich die Hinderniserkennung ausschalten, weil du hast hinten und vorne teilweise ein Problem, denn hinten hat er sozusagen über die Hindernissensoren immer diese beiden Ecken hier direkt im Visier und vorne wird es dann teilweise auch kompliziert. Da denkt er auch, dass er einige Hindernisse direkt vor der Nase hat, obwohl es eigentlich nur der Propellerschutz ist. Also wer damit arbeiten sollte, muss leider Gottes die Hinderniserkennung vorn und hinten ausschalten, sonst fliegt die Drohne nicht so, wie man möchte. Das hatte ich jetzt schon ausprobiert. So optimal ist es nicht, aber wer, wie gesagt, in Innenräumen fliegt und die Drohne schützen möchte, der kann natürlich hier mit diesen Propellerschützern nichts falsch machen. Es ist nur, wie gesagt, für mich jetzt ein Gadget. Ob es nur für die Allgemeinheit jetzt unwahrscheinlich wichtig ist, glaube ich jetzt eigentlich nicht, obwohl es ja eigentlich bei der DJI Mini, ich weiß nicht, ob bei der 2 oder bei der ersten, war sowas auch noch inklusive. Da hat DJI das auch noch mitgeliefert, inklusive als Zubehör, aber jetzt mittlerweile kann man das extra kaufen. Das Anbringen ist auch relativ einfach. Über die Clips haust du das sozusagen hier an die Ecken ran, klipst das fest und das ist stabil und ordentlich verarbeitet. Da kann man sich nicht beschweren. Um die 20 Euro müsst ihr sozusagen bezahlen für dieses kleine Gadget. Wer es benötigt, klar macht es auch die Drohne schwerer, denkt dran. Und ich brauche es auf alle Fälle für Innenraumflüge, damit ich meine Drohne schützen kann. Und mir hat es jetzt schon einmal richtig gute Arbeit geleistet. Ich möchte es nicht missen für die 20 Euro. Besser, als wenn ich nachher eine Reparatur der Propeller oder eine Reparatur der Drohne habe. Lieber so ein Ding als Sicherheit irgendwo mal mitgenommen und dann funktioniert's. Was auch funktioniert, ist der Trageriemen für meine Fernbedienung bzw. für meinen Controller, und der eine oder andere möge drüber lachen, ja, dann müsst ihr hier sozusagen einen Riemen ran und das ist ja relativ unwichtig, aber für mich ist es ebenfalls wichtig, weil, ich sage euch gleich mal warum, denn die ganze Geschichte ist natürlich unwahrscheinlich interessant, wenn es dann mal auf bewegliche Dinge geht, wie zum Beispiel dem Motorrad oder in meinem Fall dem E-Bike. Und ich hatte bis jetzt so einen relativ komplizierten Fahrradhalter, der dann gewackelt hat auf Kopfsteinpflaster, oder wenn du mal unebene Flächen gefahren bist, dann musstest du doch den Controller festhalten, damit er nicht runterfällt. Und jetzt ist es ganz einfach, das heißt, ich mache meine Einstellung mit diesem Controller und fahre dann über diesen Riemen mit meinem Fahrrad und stelle den dann sozusagen noch ein Stück höher, damit der Controller so hier in der Höhe ungefähr hängt, und habe damit gar keine Probleme, dann mit dem Fahrrad zu fahren. Und der Controller ist immer bei mir und gleichzeitig stört er mich nicht. Ich habe meine Hände frei zum Lenken und zum Fahrradfahren und habe das Ding sozusagen hier direkt am Mann. Das ist das Wichtigste, was jetzt sozusagen für mich interessant war. Hat natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, dass du den Controller relativ safe hast, und wenn du deine Drohne bedienst und mit der Drohne fliegst, hast du immer hier noch eine Sicherheit. Falls er dir aus der Hand fällt, hängt er definitiv am Riemen dran, und mittlerweile bei dem Controller wird es dann relativ teuer, wenn da irgendwas kaputt geht, ob man den dann so schnell nachbestellt bekommt und so weiter und so fort. Da investiere ich lieber, glaube ich, auch um die 20 Euro, Preis wird eingeblendet, hier für den wunderbaren Riemen und habe dann sozusagen meine Sicherheit. Und hier hinten hat der nochmal eine Polsterung dran, damit man sozusagen am Hals nicht alles verschubbert bei längerem Tragen.
Und hier bei der Montage ist er auch sehr einfach. Das wird alles mitgeliefert. Du hast hier diese Metallringe, die du hier einschraubst in den Controller. Und dann verbindest du natürlich diesen Controller-Metallring, den du vorher eingeschraubt hast, mit deinem Riemen. Und bist da wirklich auf der sicheren Seite von der Qualität her. Man sieht es ist alles relativ ordentlich verarbeitet und auch sauber genäht. Ob es jetzt nur 100 Jahre hält, kann ich euch nicht garantieren. Aber mir reicht es auf alle Fälle und für mich ist es eine echt wichtige Sicherheit beim Fahrradfahren und natürlich auch gleichzeitig beim Betrieben der Drohne. Da guckt man mal öfter etc. und vielleicht muss man ja irgendwie noch was holen und schwuppdiwupp ist der Controller aus der Hand und fällt dann runter und so bist du echt immer safe. Also für mich ein absolutes Must-Go-Gadget für die DJI Mini 3 Pro, der Trageriemen. Wenn wir schon beim Controller sind, machen wir mit dem auch noch gleich weiter. Es gibt hier beim Controller, man sieht es kaum, eine Schutzfolie. Meine ist schon aufgebracht. Und diese Schutzfolie ist einfach dafür da, dass erstens dieses Controller-Plastik nicht beschädigt oder zerkratzt wird. Vielleicht wollt ihr die Drohne mal wieder verkaufen. Und da macht sich das natürlich nicht gut, wenn dann der Controller zerkratzt ist und gleichzeitig auch die Scheibe. So hat man hier immer einen wirkungsvollen Schutz und gleichzeitig natürlich auch gegen Aufprall und gegen Runterfallen ist dann das Plastik etwas geschützt. Ihr kennt es von euren Telefonen. Teilweise gibt es natürlich auch fürs iPhone und für andere Telefone diesen Schutz, den man dann sozusagen auf das Telefonglas aufbringt. Und genauso ist es hier auch. Man macht einfach die Oberfläche sauber. Ein Lappen wird dazu geliefert, der ist im Lieferumfang komplett mit drinne. Und wenn man die Fläche dann gesäubert und gereinigt hat, dann braucht man einfach nur das Plastik ordentlich anzusetzen und mit dem Tuch auf die Fläche aufreiben, sodass keine Blasen oder irgendwas anderes entsteht. Und dann hält es eigentlich schon bombenfest. Ihr seht, hier ist es aufgebracht und gleichzeitig kann man, wie gesagt, den Controller ordentlich und vernünftig, so wie vorher, ebenfalls per Touch bedienen. Da gibt es keine Störungen, da gibt es überhaupt nichts, was da sozusagen behindert und was irgendwie jetzt da schlimm sein könnte, bloß weil man eine Folie drauf hat. Da verschlechtert sich nichts. Also ich habe jetzt das Ding auch seit gut einer Woche bei zweimal schon im Einsatz gehabt und habe jetzt echt keine Fehler feststellen können, wo ich jetzt hier mit dem Touchscreen irgendwie Probleme hatte oder bei der Bedienung Probleme gehabt hätte. Und das gibt es in verschiedenen Ausführungen, also verschiedene Hersteller machen das. Meistens kommt das dann sozusagen als Zweier-Set an. Das heißt, ihr habt noch einmal Reserve hier für euch dabei. Und wie gesagt, das Auftragen ist gar kein Problem, kurz mal justiert oder halt dann direkt aufgetragen mit dem feuchten Tuch, sodass euer Controller gegen Kratzer und gegen Runterfallen einigermaßen geschützt ist. Dass natürlich dann doch was passieren kann, je nachdem, wo der Controller hinfällt, ist klar, aber das Glas ist echt etwas geschützt und für mich eine gute Alternative, wer seine Drohne öfter im Einsatz hat. Gleichzeitig natürlich auch Sand, Staub und so weiter und so fort. Da kommt dann nichts auf Glas oder aufs Plastik und wird dann zerkratzt. Also eine gute Alternative, wer so seinen Controller etwas schützen möchte. Und liegt preislich auch zwischen 10 und 20 Euro, je nach Hersteller. Ich verlinke euch dieses Schutzglas mal komplett in meiner Videobeschreibung. Alles unten mit drin. Was ihr hier sozusagen seht, könnt ihr dann sozusagen nochmal anschauen und auch kaufen. Ich habe es ja schon vorhin bei der Vorstellung der Tasche erzählt. Ich habe mir solche kleinen Clips für die DJI Mini 3 Pro geleistet, was sozusagen die Propeller festhält. Und das ist natürlich wirklich, ich weiß nicht, das kommt bestimmt aus einem 3D-Drucker oder keine Ahnung. Das ist wirklich einfach nur Plastik, aber es ist einfach so, dass es seinen Zweck erfüllt, nämlich die Propeller hier an der Mini 3 Pro einfach fest und stabil zu halten. Und das passiert, indem man das einfach anklickt. Unten genauso am Unterrand der Drohne, also hier bei den anderen Dingen, einfach hier rausziehen. Und hier sind die Propeller und dann wieder hier in den Arm einklippen und das hält richtig gut. Also da passiert nichts. Denn wie gesagt, in die Tasche rein, das ist immer ein bisschen kompliziert und wer es mal in der hektischen Phase rausziehen möchte, kostet natürlich für zweimal Plastik auch 10 Euro. Ich mache die Preise nicht. Geht natürlich auch mit einem normalen Klettband, was er hier rumzieht. Teilweise geht es auch mit dem Gummi. Bei der DJI Mini, der ersten, da hatte ich hier immer so ein Doppelgummi rum. Das hat auch funktioniert, aber man weiß ja nicht, ob man die Propeller hier sozusagen beschädigt. Hier garantiert der Hersteller, dass das nicht passiert, dass hier sozusagen kein Propeller beschädigt wird.
und alles easy und entspannt ist. Also wer die 10 Euro übrig hat und seiner Drohne was Gutes tun möchte, der kann die 10 Euro gern in diese Halterung investieren oder halt in Klettbänder oder andere Dinge. Schauen wir mal. Ich habe mir was, wie gesagt, geleistet, weil einfach, wenn man jetzt eine neue Drohne hat und ein bisschen Geld noch übrig für Zubehör, ist das einfach Pflicht. Früher bei der DJI Mini 2 wurde es mitgeliefert, da war so ein schönes Band dran, da konnte man die Propeller dann komplett justieren. Ist bei der DJI Mini 3 nicht mehr dabei, deswegen muss man es im Zubehör kaufen. Ich habe es mir gekauft und schreibt mal dazu, für wen es interessant wäre oder wer das total schwachsinnig findet. Hier alles in meine Kommentare rein, könnt ihr euch gern auslassen. Und wir können natürlich gern diskutieren, was für Zubehör sinnvoll ist und was für Zubehör vielleicht nicht so sinnvoll ist. Aber der eine oder andere hat immer andere Ansprüche und braucht natürlich auch andere Dinge. Und deswegen ist das Zubehör natürlich in so einem großen Rahmen hier um die Mini 3 Pro gestückt, dass man wirklich fast alles kaufen kann. Ich habe ja in meinem anderen Video auch Landefüße und weiß ich, was es noch alles gibt. Also definitiv für die DJI Mini 3 Pro wird noch mehr Zubehör rauskommen. Und wenn noch mehr Zubehör rauskommt, dann natürlich auf meinem Kanal. Dann wird das Ganze vorgestellt. Also jetzt schon mal abonnieren und dem Video ein Like dalassen. Ich würde mich freuen. Kommen wir zu Dingen, die man braucht als Filmemacher. Zum Fotografieren vielleicht nicht so, aber als Filmemacher empfiehlt sich das immer noch, hier ND-Filter zu benutzen. Und ich habe einen Partner, der heißt Freewell und der schickt mir immer die neuesten ND-Filter zu, die man sozusagen für die Drohnen benutzen kann. Und für die DJI Mini 3 Pro sind jetzt die neuen Filter von Freewell verfügbar. Darüber gibt es ein extra Video, aber ich kann euch das schon mal zeigen. Es gibt den All-Day-Pack von Freewell. Da sind natürlich alle Filter drin, die man braucht. Und da geht es dann direkt los beim ND8 Filter, ND16, ND64 als höchster und gleichzeitig natürlich nochmal der ND1000. Was die alles so zu tun haben, die Filter, und warum hier die unterschiedlichen Stärken da sind, das erkläre ich dann in dem Video, wo ich die Freewell ND-Filter vorstelle. Kommt demnächst auf meinem Kanal. Das ist ein bisschen hochwertiger. Diese kann man gleichzeitig noch drehen. Da sind noch Polfilter mit dabei. Auch eine schöne Geschichte von Freewell. Also das ist so ein bisschen teurer, aber lohnt sich definitiv. Wer so ein bisschen die Spiegelungen raushaben möchte aus den Gewässern und noch so andere Dinge zaubern möchte, für den lohnen sich dann hier die Filter. UV-Filter. Der eine brauchen, der andere brauchen nicht. Normalerweise setzt man bei der Kamera einen UV-Filter rauf, um das Objektiv zu schützen. Bei der DJI Mini 3 Pro muss man das nicht. Da ist ja schon ein normales Glas drauf. Wer UV-Filter braucht, Freewell hat sie im Angebot. Und darüber gibt es, wie gesagt, ein extra Video auf meinem Kanal. Und da sind sie wieder, das Streitthema auf meinem Kanal. Ich habe die schon vorgestellt bei meinem Video über den Nachtflug und teilweise auch im Zubehörvideo. Und es ist ja seit dem 1.7. so, dass man in den gesetzlichen Regelungen unter der Drohne ein Licht verbaut haben muss. Die genaue gesetzliche Regelung könnt ihr euch ebenfalls nochmal durchlesen in meinem Kanal, also direkt hier unter verlinkt, wie das sozusagen aussieht ab dem 1.7., was da gefordert wird. Und ich habe mir, wie gesagt, diese ganz kleinen Lichter bestellt. Das sind diese Positionslichter, aber es gibt da natürlich viele Dinge, die ihr beachten müsst. Und darüber reden wir jetzt nochmal ganz kurz in meinem Video. Und zwar ist es so, dass wir natürlich die ganze Geschichte hier ausgemessen haben. Und der Hersteller gibt an, dass hier so ein kleines Plastikstück, was sozusagen blinkt, 3 Gramm wiegt. Das heißt natürlich, bei 248 Gramm plus 3 Gramm sind 251 Gramm, die ihr an Gesamtgewicht habt. Ihr erfüllt damit andere Voraussetzungen in den gesetzlichen Bestimmungen. Das heißt, ihr fliegt eine Drohne, die nicht mehr unter 250 Gramm wiegt. Da müsst ihr euch definitiv klar drüber sein, obwohl diese Dinger nicht 3 Gramm wiegen, sondern mit der Drohne zusammen auf meiner Waage zwischen 249 und 250 Gramm wiegen. Ja, teilweise auch auf anderen Wagen, die ich jetzt getestet habe, da sind es dann mal 249,5 Gramm. Also hier weicht der Hersteller ab vom Gesamtgewicht und eigentlich wiegen die relativ wenig.
Jetzt gilt aber die Möglichkeit, dass ihr euch wirklich bewusst sein müsst, dass ihr hier teilweise je nach Wiegeort über 250 Gramm kommt mit diesen kleinen Lichtern. Schade eigentlich drum, weil es sind die einzigen Lichter, die in dieser Größe und in diesem geringen Gewicht noch verfügbar sind. Jetzt bin ich aber der Meinung, dass wenn ihr kontrolliert werdet mit eurer Drohne und die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt habt für den Nachtflug und für andere Dinge, dass eigentlich theoretisch dann vielleicht auf humane Entscheidung, ich weiß nicht, was da kommt oder wer es kontrolliert oder wer da überhaupt die Drohne wiegt, vom Himmel holt und mit der Lampe komplett durchwiegt und euch da sozusagen eine Strafe aufhelfen möchte. Kann alles passieren, wir wissen es nicht, aber vom Prinzip her erfüllt ihr die gesetzlichen Bedingungen. Ich persönlich fliege mit diesen Lichtern nur im Dunkeln, weil ich die DJI Mini 3 wirklich dann endlich erkenne, auch wenn sie über mir ist, weil die hat natürlich nur vorne diese einfachen Blinklichter und wenn sie sozusagen frontal fliegt, also sozusagen von dir weg, dann erkennst du nichts mehr im Dunkeln, also du siehst überhaupt keine DJI Mini 3 mehr, nur vielleicht mit genauem Röntgenblick oder anderen Dingen oder mit dem Fernglas, ich weiß es nicht. Die Dinger, die helfen unwahrscheinlich weiter und die sind natürlich total wichtig für mich. Wer auch diese Teile haben möchte, ebenfalls in der Videobeschreibung, ist natürlich ein Diskussionsthema. 3 Gramm, 249 Gramm, 250 Gramm, passt, werdet ihr bestraft, werdet ihr nicht bestraft, erfüllt ihr die gesetzlichen Bedingungen, erfüllt ihr die gesetzlichen Bedingungen nicht, aber ich bin der Meinung, ranmachen und wer einen kleinen Drohnenführerschein hat oder die ganzen anderen Dinge, die man da braucht, der braucht sich darüber keine Gedanken machen. Ihr müsst natürlich überlegen, wo ihr denn fliegt, ja, weil dann kann es auch schon wieder Ärger geben, aber wer die halt zum Nachtflug braucht, es ist die einzige Möglichkeit im Moment, Stand 2022, Stand Juli 2022, im Moment den Nachtflug mit der DJI Mini 3 Pro einigermaßen in dem Gesamtgewicht um die 250 Gramm zu fliegen. Und natürlich ganz wichtig das Combo Pack, was eigentlich jeder DJI Drohnenbesitzer eigentlich kaufen sollte, weil das ist wirklich absolut schön. Bevor er 1 oder 2 Ersatzakku kauft, dann kauft wie gesagt komplett das ganze Paket hier mit Ersatzpropellern, mit nochmal Ersatzkabel, mit einer Ladeschale, wo ihr gleichzeitig 3 Akkus laden könnt und dieser unwahrscheinlich entspannten Tasche, die keiner braucht und trotzdem jeder hat. Die gibt es wie gesagt hier komplett dazu im DJI Combo Pack. Preislich liegen wir hier bei 189 €. Jetzt momentan noch nicht so richtig lieferbar im Internet zu Schwarzmarktpreisen zwischen 200 und 250 € schon erhältlich, aber bleibt ruhig, die Zeit wird kommen, wo auch dieser Artikel relativ einfach und schnell wieder verfügbar ist. Zahlt da nicht die horrenden Preise. Gut, wer es braucht, der muss natürlich jetzt in den Urlaub fahren und wer natürlich dieses Teil dann nicht bekommt und im Urlaub schöne Bilder machen möchte mit 3 Akkus, den verstehe ich dann, da muss er wahrscheinlich ein bisschen mehr bezahlen. Bei eBay Kleinanzeigen, wie gesagt, als Tipp, falls der hier nicht verfügbar sein sollte, bei Amazon in meinem Link gibt es die dann immer noch zu Preisen zwischen 200 und 250 €. Was habt ihr für Zubehör und welches Zubehör findet ihr sinnvoll? Welches Zubehör findet ihr nicht so sinnvoll? Schreibt es einfach hier in meine Infobox, in meine Kommentare rein. Lasst uns zusammen diskutieren. Damit war es das mit diesem Video. Ich danke euch fürs Anschauen. Sehr gerne bis zum nächsten Mal und damit tschüss, bye bye und winke winke.